Hey und willkommen zu meinem 11. Video aus Schwedisch Lappland. Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, geht es dieses Mal los mit Midsommar. Das ist, sagt man in Schweden, das wichtigste Fest nach Weihnachten oder zusammen mit Weihnachten im Jahr. Und das wird im Süden noch mehr gefeiert als hier im Norden. Aber es gab auch in Båtskärsnäs, also in Baskeri, ein sehr schönes Dorffest auf dem Dorfplatz. Und man kann sich vorstellen, gerade nach diesem langen Winter, nach der ganzen Dunkelheit, ist es wirklich so wichtig, dieses Licht einmal zu feiern, dieses Blühen, dieses Grünen in der Natur. Und die Menschen sind einfach genauso aufgeblüht wie die Natur in den letzten Wochen. Man merkt das richtig mit der Sonne, mit der Wärme, die gekommen ist. Alle haben Spaß. Und an Midsommar haben wir schon am Tag vorher den Midsommarbaum geschmückt. Das ist eigentlich der Fahnenmast. Und da sammelt man Birkenzweige, schneidet die kleinen Äste ab und kann daraus dann Girlanden wirklich winden, mit Fäden zusammenbinden, dass am Ende eine ganz lange Girlande entsteht, die man dann um diesen Fahnenmast rumwindet. Obendrauf kommt natürlich die schwedische Flagge und an den Seiten noch 2 Kränze. Und am Midsommertag tanzt man dann um diesen Baum herum. Dazu gibt es ganz lustige Lieder, vor allen Dingen für Kinder, über kleine Schweinchen. Und man hat einfach Spaß zusammen und fasst sich an den Händen und tanzt um diesen grünen Mast herum. Ja, und dann darf natürlich auch die Fika nicht fehlen. Das ist immer Kaffee und Kuchen. Da gab es ein ganz großes Buffet und alle hatten einfach Spaß zusammen. Und ja, abends wird dann auch noch getrunken zusammen, gegessen. Ganz viel gab es bei Maria und Peter, meinen Freunden. Also da wurde den ganzen Tag eigentlich offenes Haus gemacht. Ja, und am nächsten Tag ging es dann nicht allen ganz so gut, wie ihr gleich im Video sehen könnt. Es war am 17. Juni, dass ich zum ersten Mal in diesem Jahr in der Ostsee baden war. Ich hatte so eine Lust darauf, obwohl das Wasser noch 10 Grad ungefähr kalt war in dem Moment. Aber ich dachte, ich versuche das mal. Ja, so richtig schwimmen ging noch nicht. Ich spürte schon meine Füße und Beine eigentlich kaum mehr nach den ersten Sekunden. Aber es war eine tolle Erfahrung. Und jetzt, ein paar Wochen später, ist es schon fast zu warm, das Wasser. Von der Sonne aufgeheizt, von den fast 30 Grad, die wir auch hier hatten. Also wie immer in Lappland, wenn dann was passiert, ist es wieder ruckzuck. Von einem Tag auf den anderen kann alles anders sein. An einem Samstag, Ende Juni, hat mich ein Mann aus dem Dorf, der heißt Olof, eingeladen zu einer Bootstour raus in den Schärengarten von Baskeri. Da gibt es ja einige wunderschöne kleine Inseln. Zu einigen bin ich auch hingelaufen über das Eis im Winter. Und es war ganz toll, jetzt wirklich mit dem Boot auch mal ein Stück weiter rauszufahren zu diesen Inselchen. Und zum Beispiel zu der Insel Halsön. Das heißt übersetzt eigentlich Halsinsel. Und wenn man sich die auf der Karte anschaut, sieht das wirklich aus, als hätte die einen oder sogar mehrere Hälse. Also kleine Landverbindungen zwischen diesen dickeren Teilen der Insel. Und dort gibt es einen der schönsten Strände der Gegend, sagt man. Leider im Sommer auch mit ziemlich vielen Mücken und Bremsen. Bis jetzt hatte ich nur Mücken. Aber das ist wirklich was ganz Besonderes, da rauszufahren. Und der Olof, der bietet das auch für Besucher an. Also wenn ihr mal herkommt, könnt ihr auch gern eine Bootstour bei ihm buchen. Und nach schwedischem Jedermannsrecht kann man natürlich auch auf diesen Inseln einfach mal eine Nacht wild zelten, wenn man möchte. Zum Beispiel am Strand von Halsön und dann diese Ruhe dort draußen auf dem Meer genießen, mal abgesehen vom Summen der Mücken.
Mitsommer ist mein Freund zu Besuch gekommen und wir sind dann von Baskeri in die Berge gefahren, noch einmal nach Stura Sjöfallet. Da war ich schon mal an Ostern mit meinen Freunden Maria und Peter aus dem Dorf. Da waren wir noch beim Eisfischen auf zugefrorenen Seen. Und jetzt war es so 25, 26 Grad. Man sah zwar auf den Bergspitzen auch noch Schnee liegen und wir mussten auch durch ein paar Schneefelder noch durchwandern, aber es war halt schon richtig sommerlich. Und mein Freund hatte sich erträumt, einmal wirklich unter der Mitternachtssonne wandern zu gehen in den Bergen. Und das haben wir dann gemacht. Das Dumme war, es ist überraschend ein Gewitter aufgekommen erstmal. Aber wir hatten Glück, wir hatten einen Stein gefunden, einen Felsen, unter dem wir uns sozusagen erstmal verkriechen konnten, während es gewitterte und regnete. Und ja, danach sind wir dann einfach weitergegangen. Die Mücken waren danach besonders blutrünstig. Aber das ist egal, man gewöhnt sich so ein bisschen daran. Und das Schöne ist einfach, dass man wirklich die ganze Nacht draußen sein kann. Man merkt kaum, dass es eigentlich Nacht ist. Gut, der Himmel verfärbt sich immer noch so ein bisschen rosalig, wenn die Sonne mal kurz gegen den Horizont abtaucht, aber dann natürlich auch sofort wieder aufgeht. Und ja, man kann eigentlich sich aussuchen, schlafe ich jetzt nachts, schlafe ich am Tag. Und einfach den 24 Stunden am Tag wirklich was unternehmen, wenn man dann die Energie hat. Und es war einfach ganz toll, das zu erleben, wirklich einmal im Leben die Mitternachtssonne so richtig zu genießen, nördlich des Polarkreises. Und einfach diese wunderschönen Pastellfarben auch dabei zu sehen. Und so ein paar kleine Tiere wie Frösche, die nachts natürlich aktiver sind als tagsüber. Also das hat richtig Spaß gemacht. Und Stura Sjöfallet, das ist auch ein Wasser, es gibt auch einen Wasserfall dort. Der ist zwar ziemlich klein geworden, weil es dort viele Wasserkraftwerke gibt im Lyllielv. Das ist der Fluss, der durch den Nationalpark fließt. Aber man konnte immer noch ein bisschen von dem Wasserfall sehen und den haben wir dann am nächsten Tag besucht. Und es gibt auch viele schöne alte Wälder dort mit Bäumen, die bis an die 200 Jahre alt sind. Und natürlich, wie überall in Schweden, sehr, sehr schöne Grillstellen, wo man dann auch ein offenes Feuer machen kann. Also waren einige sehr entspannte Tage in diesem Welterbe, UNESCO-Welterbe Laponia, zu dem der Stura Sjöfallet Nationalpark ja auch gehört.
Noch mehr als der Wasserfall von Stora Sjöfallet hat mich eigentlich der Jokkfall beeindruckt. Das ist nördlich von Överkalix. Und zwar sagt man, dass dort die besten Chancen sind, wirklich in Europa baltischen Lachs zu fischen. Die Saison fängt gerade erst richtig an und manche Angler dort erzählten, dass sie auch schon Fische von bis etwa 1,50 Meter Länge selbst geangelt hätten. Das ist also ganz beliebt zum Angeln. Und wenn man lange am Fluss sitzt, kann man manchmal auch zuschauen, dass die Fische so ein bisschen über die Wasseroberfläche hinausspringen, fast wie Delfine. Aber zu filmen ist das natürlich wieder ganz schwierig oder für mich war es unmöglich leider. Zum Schluss habe ich mal wieder ein paar entspannende Szenen aus Baskeri zusammengestellt. Von wunderschönen Spiegelungen der Wolken auf dem Meer bis zu Sonnenuntergängen mit rosa Pastellfarben und knalligem Orange. Also ist wieder alles dabei und ich hoffe, ihr habt Freude daran zu schöner Musik und könnt so auch aus der Ferne ein bisschen von diesem ganz tollen Sommer in Schwedisch Lappland mitgenießen. Danke, dass ihr wieder zugeschaut habt und hoffentlich bis zum nächsten Mal.